bin nicht genau informiert. Vielleicht machen wir ganz kurz einen offiziellen Startschuss. Herzlich willkommen in der Innenbehörde zu einer Pressekonferenz, die sich um das Thema Scientology dreht. Deswegen sind Sie auch alle da. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, die Dame neben mir brauche ich eigentlich gar nicht vorzustellen. Ursula Caberta, Scientology-Expertin hier bei uns in der Innenbehörde, ist Ihnen, denke ich, allen bekannt. Spannender ist da schon der Herr daneben, das ist Mark Rathbun, ein hochrangiger Aussteiger aus der Organisation in den USA. Seit 2004 hat er der Organisation den Rücken gekehrt und er wird heute hier berichten, auch über das Machtzentrum von Scientology aus seiner Sicht. Ich darf das Wort jetzt zunächst einmal an Frau Caberta geben, die wird ein paar einleitende Worte sagen. Ja, unser Pressesprecher kann jetzt auch schon ohne zu zucken das schwere Wort aussprechen. Ich bin ganz stolz auf ihn. So, gut. Also herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und ich würde gerne, bevor ich unserem Gast das Wort erteile, doch noch ein paar Sachen sagen, weil seit ich diese Aufgabe mache in Hamburg seit 1992, ist mir spätestens, glaube ich, seit 1993, bin ich schon früher, der Name Marty Rathbun bekannt. Und wenn man sich mit der Organisation international auseinandersetzt, dann kam man an seinem Namen nicht vorbei. Ich habe damals nicht für möglich gehalten, dass wir beide hier einmal vor der Hamburger oder nicht mal in Presse sitzen, um darüber zu berichten, was auf der internationalen Ebene, auf der Führungsebene in den USA passiert. Ich bin deswegen so glücklich, weil ich schon seit einiger Zeit oder seit einigen Jahren, und einige mögen sich erinnern, andere auch nicht, schon immer der Auffassung war, dass die Scientology-Organisation sich durch ihren Chef David Miscavige mindestens seit 1993 immer weiter radikalisiert hat. David Miscavige für mich zu einem der gefährlichsten Menschen auf dieser Welt gehört. Unter der Führung von David Miscavige die Vereinigten Staaten von Amerika, also die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika derartig beeinflusst worden, dass wir uns in Deutschland dauernd anhören müssen, wir würden Menschen aus der Scientology-Organisation diskriminieren und verfolgen. Dabei machen wir nichts anderes als das, was wir jetzt hoffentlich auch zukünftig zusammentun werden, Marty Rathbun und ich, die Verbrechen des David Miscavige unter seiner Führung, weltweit stattfindenden Verbrechen, seine Belästigung von Kritikern, von Aussteigern, was alles unter seinem Management läuft, aufzuklären, um endlich dem Spuk der Scientology-Organisation unter David Miscavige vielleicht irgendwann ein Ende zu bereiten. Aber das gelingt nur aus meiner Sicht, wenn es uns gelingt, in den Vereinigten Staaten von Amerika deutlich zu machen, mit welchem Mann sie das da wirklich zu tun haben und nicht nur mit ihm zu tun haben, sondern mit seinem Handlanger Tom Cruise müssen wir genauso scharf ins Gericht gehen wie mit Miscavige selbst. Noch 2, 3 Worte dazu. Ich meine, ich kann Ihnen gerne auch noch mehr später dazu berichten. Eine Sache hat mich überrascht, jetzt bei der Geschichte des Marty Rathbun. Wie Sie wissen, bemühe ich mich seit Jahren, immer die hochrangigen Leute, die die Organisation verlassen haben, mit ihnen in Kontakt zu treten, sie nach Hamburg einzuladen, damit wir ein Gesamtbild darüber bekommen, was los ist. Bisher ich war völlig verblüfft. Ich denke, alle Welt freut sich jetzt, dass Marty Rathbun nach Hamburg kommt, mit uns hier zusammen redet und arbeitet. Aber was passierte im Vorfeld? Ich musste mir anhören, Marty Rathbun ist noch immer Scientologe. Marty Rathbun
fahr nicht allein mit ihm ins Auto. Martin Rathbone ist gekommen, um dich zu handeln. Und kann sich irgendeiner von Ihnen vorstellen, dass irgendein Mensch auf der Welt mich dazu bringt, jetzt vor Herrn Miscavige auf die Knie zu sinken? Oder, solche absurden Diskussionen, die vor allem im Netz auch zu lesen waren, sind derartig albern und noch ein Grundsatz der Menschen, die diese Organisation verlassen. Ich habe viele kennengelernt und ich durfte vielen helfen. Nicht nur in Deutschland, auch anderswo. Nicht einer von diesen Menschen hat, nachdem er mit mir gesprochen hat, gesagt, alles, was ich dort gemacht habe, in der Zeit, in der ich bei Scientology war, hat mir geschadet. Es gab Dinge, die haben mir geholfen. Und es waren ganz viele hier auch aus den USA, die schon vorher gesagt haben, für mich ist die Organisation unter Miscavige genau der Punkt, den wir alle gemeinsam zu bekämpfen haben. Aber es gibt Menschen, die haben die Organisation verlassen, und das ist der entscheidende Punkt, haben die Organisation verlassen und denken doch noch immer so ein bisschen wehmütig an den Hubbard. Das war und ist bis heute, war nie mein Problem und ist nie mein Problem gewesen, und ist es bis heute nicht. Wenn ich die Maßstäbe, die viele im Netz jetzt an die Aussagen von Martin Rathbone legen und unterstellen, er wäre ja immer noch irgendwas mit einem Bein drin oder was auch immer, wenn ich diese Maßstäbe an alle die gestellt hätte, ich wäre nicht in der Lage gewesen, auch nur einem Menschen zu helfen. Noch einmal, es geht darum, die Organisation Scientology international von der Spitze an, David Miscavige und seine Leute, allen voran Tom Cruise, die in den USA arbeiten, in Deutschland arbeiten, überall, deutlich zu machen, wie gefährlich dieser Mann ist, gefährlich zu machen, wie diese Organisation arbeitet und was dann die Menschen machen, die rausgehen und ob sie denn ihr Hubbard-Lexikon immer noch unterm Kopfkissen haben, hat mich noch nie interessiert, wird mich auch in der Zukunft nicht interessieren. Und wenn alle diese Leute unabhängig von der Organisation tätig sind, wäre es nie nötig gewesen, den Verfassungsschutz auf Scientology anzusetzen. Der Verfassungsschutz beobachtet die Organisation Scientology. Sie beobachtet nicht Mitglieder, die diese Organisation verlassen haben, sich austauschen über ihre Erfahrungen. Die sogenannte freie Zone, da haben sich ehemalige Scientologen zusammengefunden, wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ich bitte das zu berücksichtigen, ich sage das auch nicht in eine ganz bestimmte Richtung, weil da im Netz eine Menge rumtobt, auch an Diffamierung, und eins ist auch klar, die Strategie, die auch von Scientology gesteuert ist, Martin Rathbone unglaubwürdig zu machen, damit wir beide nicht zusammenkommen. Wir sitzen hier beide, die Strategie der Scientology-Organisation ist gescheitert. Wir werden zusammenarbeiten und wir werden aufklären über all die Verbrechen, über die Betrügereien und alles, was gelaufen ist und täglich läuft, auch in den USA und in Europa. Es war ein bisschen länger, aber ich habe mich über diese blöden E-Mails derartig geärgert, dass ich das heute erstmal loswerden wollte. Dankeschön. Ach so, Entschuldigung. Herzlich willkommen, Martin Rathbone. Okay, thank you.